Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine leckere Donauwellentorte ohne Buttercreme. Das war der Wunsch einer lieben Zuschauerin und den erfülle ich sehr gerne. Und eine Donauwelle besteht ja immer aus einem hellen und einem dunklen Teig und darin gedrückt die Schattenmorellen und obenauf eine leckere Creme. Die ist normalerweise mit Buttercreme gemacht und hier verwende ich jetzt einfach Milch und Sahne und etwas Paradiescremepulver. Also sie ist auch noch sehr, sehr schnell angerührt. Und obenauf gibt es natürlich wie immer die schöne Dekoration aus Schokolade und Sahnehäubchen und natürlich den leckeren kandierten Kirschen oder ihr könnt auch frische Kirschen verwenden. Ja, wir starten gleich mit unserer Form. 26 cm im Durchmesser sollte sie sein für dieses Rezept. Und wenn ihr diese Donauwelle auf dem Blech backen wollt, dann nehmt einfach die doppelte Menge und am besten einen Backrahmen. Die Form am besten gleich schon mal ausfetten und den Ofen vorheizen auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Und ganz wichtig auch, die Kirschen schon mal abschütten, damit sie einfach schön abgetropft sind, wenn sie dann gleich auf unseren hergerichteten Teig kommen. Hier unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer den Link zum Rezept, zum Ausdrucken. Da müsst ihr jetzt nicht mitschreiben und vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo, jeden Sonntag um 10 und da wollt ihr sicherlich kein Video verpassen. Wir starten mit unserer Zubereitung. Im Hintergrund hört ihr vielleicht auch schon den Ofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Hier vorne werde ich jetzt die Eier aufschlagen. Das könnt ihr gerne auch natürlich, wie in jedem meiner Videos übrigens, auch in der Küchenmaschine machen. Aber ich zeige das immer gerne mit dem Handrührgerät. Dann kann es jeder wirklich nachvollziehen und man kann es auch besser sehen. 5 Eier in die Schüssel geben. Sie sollten möglichst schon zimmerwarm sein. Wir geben uns eine Prise Salz hinzu, natürlich. Dann lassen sie sich noch besser aufschlagen. Dann steht hier schon mein Zucker bereit und zwar 150 Gramm und den lasse ich mir während des Schlagens dann einrieseln. Aber zuerst schlage ich sie mal ordentlich an. So muss das aussehen. Das hat bei mir jetzt 15 Minuten gedauert, sage und schreibe, und das darf es auch ruhig. Ich gebe jetzt erstmal einen Teil der Milch hier drunter und einen Teil vom Öl. Insgesamt verwende ich 125 Milliliter Milch und 125 Milliliter neutrales Öl. Und das hebe ich jetzt gerade nur so unter. Kann man auch ausgeschaltet lassen, die Rührer. Nur, dass es schön vermischt wird. Vanillearoma nehme ich einen Teelöffel ungefähr. Gebe ich auch dazu. Und jetzt noch den Rest der Milch und des Öls. Gerade noch mit unterheben. Und ich habe jetzt wirklich Probleme mit meiner Schüssel hier. So hoch ist das gestiegen. Hier habe ich jetzt auch schon das Mehl, 250 Gramm, und da gebe ich meine 2 Teelöffel Backpulver hinzu. Und das vermische ich mir gerade, dass das Backpulver schön verteilt ist im Mehl. Jetzt sieben wir uns das hier drüber. Am besten wie immer in 2 Portionen. Also ihr seht, ich bereite jetzt diesen Donauwellenkuchen eigentlich zu wie einen Biskuit. Und das dient einfach dazu, dass er noch fluffiger und noch leckerer wird. Unterheben. Das könnt ihr auch mit einem Schneebesen machen. Ich bin immer der Spateltyp. Ich kann das damit besser, aber wenn ihr mit dem Schneebesen besser zurechtkommt, dürft ihr das gerne tun. Wunderschön. Erster Teil ist untergehoben. Jetzt den zweiten Teil. Das Sieben bringt einfach nochmal extra Luft in den Teig. Nochmal unterheben. Und nur so lange verrühren, bis alles Mehl gut verteilt ist, bis keine Mehlnester mehr sind im Teig. Und dann auch schon aufhören,
Und ihr seht, die Masse ist immer noch super schön fluffig. Und die Hälfte dieser Masse geben wir jetzt in unsere Form und die andere Hälfte werden wir mit dem Kakao und noch 2 Esslöffeln Milch dann nochmal verrühren. So haben wir dann die 2 verschiedenen Teige. Also die Hälfte ungefähr in die Form geben. So, ihr seht, andere Hälfte ist noch übrig. Das jetzt so vorsichtig verrütteln. So, und jetzt haben wir ja noch den restlichen Teig. Da kommt jetzt noch unser Kakao hinzu. 2 Esslöffel Backkakao. Schön gesiebt, denn der klumpt oft. Und wir wollen ja keine Klumpen im Teig haben. Und dazu kommen noch 2 Esslöffel Milch. Einfach weil der Kakao natürlich noch etwas Flüssigkeit jetzt aufnimmt. Und den rühren wir uns auch gerade nur unter. Und hier jetzt auch nicht zu viel rühren. Wir wollen es so fluffig wie möglich haben. Einfach nur bis alles schön untergehoben ist. Und das geben wir jetzt auf den hellen Teig. Gleich so ein bisschen verteilen. Denn wir wollen da nicht noch viel rummachen, sondern wir wollen ja es gleich schon richtig in der Form haben. Wunderschön. Wir werden uns jetzt nur noch die abgegossenen Kirschen hier aufgeben und dann kommt unsere leckere Donauwellentorte auch schon in den Ofen. So, und die Kirschen habe ich mir natürlich abgegossen, damit sie nicht ganz so tropfnass sind. Das könnt ihr auch schon gleich am Anfang tun. Wenn sie zu arg sinken, dann könnt ihr sie auch gerne so ein bisschen in Mehl tunken, dann bleiben sie eher an der Oberfläche. Die restlichen vermische ich mir mit etwas Mehl, damit sie nicht ganz so runter sinken. Ich hoffe, das funktioniert. So, und ab geht's in den Ofen mit unserem Donauwellen-Fluffteig. Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu fluffig geworden, dass nicht alles bis nach ganz unten sinkt. Ab geht's in den Ofen. Nach der Backzeit muss der Kuchen etwas auskühlen und dann können wir erst die Creme natürlich oben aufgeben. Also plant etwas Zeit zwischen der Zubereitung des Bodens und der Zubereitung der Creme ein. So sieht unser Boden nach 45 Minuten aus. Er hat doch etwas länger gebraucht. Er hat sich hier schön vom Rand gelöst. Ich habe auch schon die Stäbchenprobe gemacht und da ist nichts mehr hängen geblieben an meinem Holzstäbchen. Somit sollte ich davon ausgehen, dass er durchgebacken ist. Und wir können uns nach einer kurzen Abkühlzeit auf dem Gitter, 10 Minuten lasse ich ihn immer so in der Form abkühlen und dann mache ich den Ring ab, damit er dann ganz auskühlen kann, dass es etwas schneller geht. So, auf dem Gitter abkühlen lassen, dann können wir ihn füllen, beziehungsweise unsere schöne Creme hier oben aufgeben und die Torte dann final dekorieren. Also den Kuchen könnt ihr gerne auch am Vortag vorbereiten, dann habt ihr einfach nicht so viel Wartezeit dazwischen. So, der abgekühlte Boden ist bei mir schon auf meiner Tortenpappe, Tortenretter darunter und ich stelle jetzt einfach einen Ring noch darauf. Gut festziehen. Und wir werden uns die Creme zubereiten und dann kann sie gleich hier drauf und dann kann die Torte erstmal eine Runde kalt stehen. Das könnt ihr gerne auch am Vortag des Servierens alles zubereiten und dann kann sich das alles schön setzen und man kann dann schön oben die Dekoration noch aufbringen. Und für die Creme habe ich jetzt einmal 400 Milliliter Sahne, 200 Milliliter Milch und 2 Päckchen Paradiescreme Vanille. Das sind insgesamt 120 Gramm. Da könnt ihr auch eine Mischung aus anderem Puddingpulver nehmen, ohne Kochen muss das aber sein, oder einfach Stärke und Zucker gemischt. Das geben wir jetzt gleich hier zu und schlagen uns das auf und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr noch etwas Rum hinzufügen, 2 Esslöffel oder Rumaroma für die Leute, die keinen Alkohol verwenden wollen. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car,
Und da seht ihr schon, da entsteht auch die Creme. Jetzt geben wir noch den Rum dazu, wenn ihr wollt. So 1 bis 2 Esslöffel Rum. Und wenn ihr den nicht wollt, könnt ihr auch einfach Rumaroma hinzufügen. 1, 2 und nochmal unterrühren. Und fertig ist unsere blitzschnelle Creme. Das geht wirklich super, super flott. Also, da können wir jetzt gleich unsere Torte schon füllen. Fantastisch, sehr, sehr lecker. Ich gebe die Creme jetzt einfach hier so schön drauf und verstreiche sie mir dann glatt. Also diese Alternative zu Buttercreme lasse ich mir sehr gern gefallen. Geht einfach viel, viel schneller und schmeckt richtig, richtig lecker. Kann man auch andere tolle Torten mitmachen. Alles schön, möglichst glatt verstreichen. Alles ist schön glatt gestrichen. Schauen, dass man noch hier am Rand noch ein bisschen sauber macht. Und jetzt kommt die Torte erstmal in die Kühlung. Auf jeden Fall so 1 bis 4 Stunden, natürlich auch gerne über Nacht. Und dann im nächsten Schritt werden wir uns dann die Schokoglasur drüber geben und sie noch schön dekorieren. Ja, wie immer war die Torte bei mir über Nacht im Kühlschrank. Sie ist schön fest geworden und ich habe mich über Nacht etwas geärgert, weil ich die Masse so ein bisschen zu luftig geschlagen habe und zu luftig gelassen habe. Dadurch sind die Kirschen ganz auf den Boden gesunken. Das konnte ich von unten sehen. Das heißt, die Welle ist jetzt wirklich so ganz nach unten und wieder nach oben, hoffentlich. Ich weiß es ja noch nicht, ich habe es ja noch nicht angeschnitten. Um das zu vermeiden, rührt ihr am besten eure Masse so ein bisschen länger oder kräftiger durch, sodass einfach der Teig etwas fester wird. Hat natürlich den Vorteil, wenn man es so macht, dass es eine ganz, ganz luftige Angelegenheit wird und sehr, sehr fluffig schmeckt, insgesamt fluffig, fruchtig. Aber von der Optik her ist es dann halt nicht optimal. Mein klassisches Donauwellenrezept für die Donauwelle auf dem Blech habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Das funktioniert auch etwas anders mit einem wirklich klassischen Rührteig. Aber hier habe ich mir halt gedacht, eine Donauwelle ohne Buttercreme muss auch einen etwas luftigeren Teig haben oder darf einen luftigeren Teig haben. Wir werden sehen, ob dieses Experiment geglückt ist. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt an die Schokolade und an die finale Dekoration der Torte. Die Schokolade schmelzen wir uns am besten über einem heißen Wasserbad. Darauf achten, dass der Schüsselboden das heiße Wasser nicht berührt, damit die Schokolade nicht zu heiß wird. Ich verwende jetzt einfach so Kuvertüre-Chips. Die haben den Vorteil, dass sie einfach schneller schmelzen. Alternativ könnt ihr die Schokolade auch vorsichtig in der Mikrowelle erhitzen. Aber aufpassen, sie wird dann oft zu heiß. Das muss man in sehr kleinen Schritten machen. Und man sollte sich einen Teil der Schokolade zurückbehalten und die dann noch unterrühren, damit man einfach die Temperatur so ein bisschen reduzieren kann auch. Und ihr seht, das geht so ganz allmählich. Alternativ kann man sich auch eine Ganache zubereiten. Da nimmt man zur Hälfte Sahne. 200 Gramm Zartbitterschokolade oder Kuvertüre-Chips und so ungefähr 100 Gramm Sahne verrühre ich mir schön miteinander. Das ist eine landläufige Ganache. Normalerweise kommt auf die Donauwelle immer nur Kuvertüre, deswegen wird die Oberfläche auch so hart. Aber da wir bei dieser Torte sowieso alles anders machen, machen wir es auch jetzt hier anders, sodass sich die Torte nachher gut schneiden lässt. So, etwas abgekühlt lassen wir nun unsere Ganache auf die Torte fließen. Verstreichen. So, möglichst gerade. Jetzt gehe ich einmal vorsichtig mit dem Wellenkamm hier herum. Nicht zu tief. If you found a way
So. Und so kriege ich auch auf die Donauwellentorte das typische Muster und kann sie nachher trotzdem noch schneiden. Ich lasse die Torte jetzt etwas anziehen und dann hole ich sie aus dem Ring. Während meine Torte jetzt anzieht, kann ich mir schon mal die Sahne für die Rosetten steif schlagen. Einfach wie immer ungefähr 200 Milliliter, etwas sahnefestiger Vanillezucker und wer möchte noch normalen Zucker. Ganz nach Belieben, erst anschlagen, dann einrieseln lassen. Für die Rosetten sollte die Sahne richtig schön standfest geschlagen sein. Also wirklich so, dass ein Schnitt von den Rührern sichtbar bleibt. Dann ist sie richtig und dann können wir damit auch gut unsere Rosetten gleich aufspritzen. Wir füllen uns die Sahne in einen Spritzbeutel mit Sterntülle. Ich nehme da immer die 1M, das ist meine Lieblingstülle. Und ich finde die besonders schön für alle möglichen Torten. Ja, ich zeige das vielleicht mal wieder, wie das funktioniert. Wir haben hier die Tülle 1M, das ist eine geschlossene Sterntülle. Die kommt hier in meinen Spritzbeutel. Ich verwende Mehrwegbeutel, einfach aus Umweltgründen. Und die kann man auch gut wieder reinigen und viele Male verwenden. Nimmt da einfach eine gute Qualität. Dann stopfe ich das hier vorne so ein bisschen rein, damit nicht gleich die Sahne austritt. Wer es einfach haben möchte, stülpt sich den Sack jetzt über ein Glas. Einen Teil umgeschlagen lassen, denn sonst neigt man dazu, den Spritzbeutel zu voll zu machen. Und dann wird das Spritzen auch schwierig. Und jetzt können wir unsere steif geschlagene Sahne einfüllen. Und jetzt kann ich hier wieder hochziehen, vorsichtig, dass ich nicht den Rand beschmutze. Ich mache es normalerweise immer über der Hand, also so geht es auch, dass man einfach die Hand als Becher sozusagen benutzt. Und dann zieht man den Rand wieder hoch. Und wenn was nach oben gekommen sein sollte, dann kann man eine Teigkarte verwenden und sich die Sahne wieder so ein bisschen runterschieben. So bleibt dann auch alles schön sauber und es entstehen auch nicht so viel Luftblasen. Und dann kann man hier oben zusammendrehen und stellt sich den Beutel bis zur Verwendung kalt. Ganz, ganz wichtig, sonst ist nämlich die Sahne schon warm, bevor ihr überhaupt angefangen habt. Dann ziehe ich das nur noch raus und drücke alles nach vorne und dann können wir loslegen. So, ihr seht, meine Ganache hat schön angezogen. Ich hole die Torte jetzt aus der Form, vorsichtig. Jetzt können wir hier den Ring vorsichtig lösen. Jetzt spritzen wir unsere Sahnerosetten auf. Die werden jetzt ganz klassisch sein. Look out, here she comes. Oh mein Gott, was für ein schöner Kontrast. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Und die letzte. Or at least I try to be. Sehr schön. Fehlen natürlich nur noch unsere Belegkirschen. Da könnt ihr natürlich auch die Kirschen aus dem Glas nehmen, euch einfach 14 bis 16 schöne rauslegen oder eben auch echte Kirschen verwenden, wenn Kirschenzeit ist. You're in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I Und die letzte. try to let her go. Und unsere Donauwellentorte ist fertig. Einfach wunderschön. Und ich werde sie jetzt für euch probieren. Dann schneide ich das gute Stück einmal an. Ich bin sehr, sehr gespannt. I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's Geht sehr gut durch. Das Messer habe ich mir etwas heiß gemacht. a go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know, na na. She'll never know. It's like Und da kommt unsere leckere Donauwellentorte. Die Kirschen sind so ein bisschen auf den Boden gerutscht, aber sie ist mega fluffig. Ich bin sehr gespannt, wie sie schmecken wird mit dieser tollen
Creme, die keine Buttercreme ist. Can't be the only one who got lost inside the blue. Wunderbar. Also, ich sitze hier schon bereit und habe hier meinen Kaffee gemacht. Bereit zum Probieren. Wir kommen gut durch. Oh mein Gott, wie lecker ist das bitte? But I have to try as hard as I can. Gleich nochmal. She'll never be mine. I listen when she talks. Sehr, sehr fluffig. Ihr seht, es ist eher so eine Art Biskuitteig, kein Rührteig wie normalerweise bei einem Donauwellenkuchen. Aber ich finde es super lecker, so schön fluffig, saftig. Und lustigerweise haben sich die Schichten umgedreht, weil einfach die dunkle Schicht irgendwie durch die Kirschen schwerer war. Eine witzige Variante. Auf jeden Fall super schokoladig. Ich würde beim nächsten Mal den Boden etwas mehr durchrühren, dass er einfach flacher wird, dass er auch die Kirschen besser trägt, dass dann wirklich dieses übliche Wellenmuster entsteht und sie nicht alle bis nach unten rutschen. So hat die Torte auch ihren Reiz. Auf jeden Fall, sie ist sehr, sehr luftig und sehr, sehr lecker. Sehr, sehr fluffig und sehr schön cremig und leicht. Probiert sie auf jeden Fall unbedingt einmal aus. Es lohnt sich. Das war meine Donauwellentorte mit einer leichten Vanille-Sahne-Creme. Ich finde, sie ist schön gelungen. Und wenn ihr sie nachbackt, dann freue ich mich natürlich wie immer über Fotos auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findet ihr auch hier unten in der Infobox, genauso wie das Rezept. Vergesst bitte nicht, mir einen netten Kommentar zu hinterlassen, gerne mit einem neuen Tortenwunsch, denn ich habe so viele Torten schon gemacht und ich brauche wirklich euren Input. Was wünscht ihr euch? Was wollt ihr von mir sehen? Und ich schaue, dass ich, wie auch bei dieser Torte, den Wunsch wahr mache. Ja, wir sehen uns nächste Woche hier wieder um 10 Uhr am Sonntag. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Nachbacken, bleibt gesund. Tschüss!